Was unterscheidet uns Menschen eigentlich vom Tier? Was war das, diese ominöse Frucht vom Baum der Erkenntnis? Und sind wir tatsächlich die Krone der Schöpfung? In diesem Video gelangen wir endlich an einem neuen Meilenstein in Burkhard Heims Modell der Welt an, der Stufe menschlichen Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um mit der Heim-Theorie zu einem Modell zu kommen, um beginnen zu verstehen, wie das Bewusstsein in die Materie kommt. Verschiedene Stufen oder Intensitäten am Bewusstsein korrelieren offenbar mit Intensitäten und Qualitäten von Aktivitätenströmen, die aus dem Bios in die Psyche aufsteigen und wieder absteigen. Damit kann dieser ganze Bereich Gamma, den Burkhard Heim Psyche nennt und in dem seine Ilko-Strukturen anzusiedeln sind, verstanden werden und alle Lebewesen darin eingeordnet. Alle Lebewesen? Nein, eine kleine Gattung von unbeugsamen Primaten leistet gegen das Modell noch Widerstand. Also in welchen Zaubertrank sind wir gefallen, dass wir uns so krass vom übrigen Hintergrund der Biosphäre abheben, dass wir uns so krass unterscheiden von allen anderen Daseinsformen inklusive der höheren Primaten. Ich habe es im letzten Video schon angedeutet. Unsere Ilko-Struktur, unsere Psyche, besitzt 16 Telekosyntroklinen, also Steuerkanäle, mit denen unser Körper und alle unter unserer höchsten Strukturstufe liegenden Strukturniveaus koordiniert und geordnet werden. Und das sorgt für sehr differenzierte Wahrnehmung und Reaktionen mit unseren körperlichen Wahrnehmungen und unseren körperlichen Aktionsmöglichkeiten. Aber inwiefern unterscheidet uns das denn von unseren primatischen Verwandten? Nun, tatsächlich bieten Experimente mit Schimpansen hier einen Anhaltspunkt. Wie ihr vielleicht wisst, haben Verhaltensforscher Versuche gemacht. Schimpansen unterhalten sich von Natur aus, sie verständigen sich unter Zuhilfenahme von einer Gebärdensprache. Es lag nahe, dass sich die Forscher vornahmen, wir bringen den Affen jetzt mal menschliche Gebärdensprache bei und versuchen uns mit ihnen zu unterhalten. Das klappte erstaunlich gut und man kann sich regelmäßig bis zu einem Niveau von etwa 4-jährigen Kindern mit Schimpansen unterhalten, mit Hilfe von Gebärdensprache. Aber eine Sache geht nicht bei allen Bemühungen. Es funktioniert nicht, den Affen höheres abstraktes Denken beizubringen. Auf Fragen wie, was willst du morgen essen? Oder was würdest du machen, wenn ich dir den Ball jetzt wegnehmen würde? Auf solche Fragen reagieren sie mit Überforderung. Sie sind also offenbar nicht in der Lage, bis auf wenige Ausnahmen, abstrakt zu denken und von der jetzigen Situation zu abstrahieren. Menschen sind das offenbar. Das kann jeder von euch empirisch feststellen. Wir sind in der Lage, Situationen in Gedanken durchzuspielen. Wir können uns Dinge vorstellen, die nicht da sind. Wir können Pläne machen für Dinge, die überhaupt nicht existieren. Wir können über uns selbst reflektieren und uns im Spiegel erkennen. Vorstellungen, die wir uns machen, die können nicht minder starke Gefühle erzeugen, als wenn das aufgrund von Sinneswahrnehmung wäre. Und Vorstellungen können uns zu Handlungen anregen, für die es keine unmittelbare biologische Notwendigkeit gibt. Wir können sogar Handlungen ausführen, die gegen unsere biologischen Impulse wirken oder gesteuert werden. Was heißt das aber für das Heim-Modell? Das Modell von Ilko oder Psyche und Bios, das beschreibt nur Aktivitäten, die eben zwischen diesen beiden Seinsbereichen ausgetauscht werden, per Definition. Es geht hier nur darum, Sinneswahrnehmung zu verarbeiten und darauf Reaktionen erfolgen zu lassen, körperliche Reaktionen. Was sind dann aber diese rein imaginären Prozesse? Nun, offenbar muss auch irgendwo ein Aktivitätenstrom vorliegen, denn es geschieht ja etwas und wir haben ein Bewusstsein darüber. Aber dieser Aktivitätenstrom kann seinen Ursprung nicht in der Psyche haben, also im Ilko, denn die verarbeitet ja nur Sinneswahrnehmung. Im Bereich des Bios und der Physis kann er schon gar nicht seinen Ursprung haben. Also benötigen wir eine neue Struktur. Und diese Struktur muss mit unserer Psyche fest verbunden werden und diese koordinieren können. Damit schaffen wir eine neue Totalität und mit dieser Totalität betreten wir jetzt einen neuen Seinsbereich. Den nennt Burkhard Heim das Pneuma.
nach dem altgriechischen Wort für Geist, Atem oder Hauch. Diesen neuen Bereich, den nennen wir jetzt folgerichtig Delta oder einfach den Mentalbereich. Dieser Mentalbereich beginnt bei einer Totalität 25. Und die Metroplexe, die dort liegen, die koordinieren jetzt alle darunter liegenden Strukturen der Psyche, des Bios und der Physis. Das verschafft uns ein ganz anderes Niveau an Freiheitsgraden als die darunterliegenden Seinsformen. Dieser Mentalbereich bedeutet nichts anderes, als wir können unsere Psyche und unser biologisches Dasein einem höheren geistigen Zweck unterordnen. Zum Beispiel habe ich durch das Sprechen vor der Kamera hier einen trockenen Hals und den biologischen Impuls, ich müsste jetzt eigentlich etwas trinken. Aber da ich diese geistige Tätigkeit zuerst ausführen will, beenden will, verkneife ich mir den Impuls und handle dagegen. Jeder von uns weiß auch, welche Nahrungsmittel zum Beispiel sind für uns gesund, welche ungesund. Und vielleicht handeln wir sogar nach solchen Maximen, nach Vernunftmaximen, obwohl wir vielleicht den körperlichen Impuls zu etwas dazu verspüren, doch jetzt lieber die ungesunden Sachen zu essen. Die Frage, ob Engelchen oder Teufelchen gewinnen, ist dann eine Frage der mentalen Disziplin. Tatsächlich ist das eine ernste Lebens- und Sinnfrage. Lässt man sein Leben von einer ethischen Maxime leiten, ordnet man sein Dasein einem höheren Zweck unter? Oder tut man nichts anderes, als den atavistischen Impulsen, also den Trieben des Körpers und der Psyche zu folgen und einfach sich dem Sinnesgenuss hinzugeben? Dieser umstrittene, sogar theologische Begriff von Freiheit, der bedeutet nichts anderes als, wir sind ein gutes Stück frei davon, ständig unseren biologischen Impulsen folgen zu müssen. Wir können auch anders handeln. Wir können vernünftig handeln. Burkhardt Heim selber sagte, er habe oft den Eindruck, dass ein Großteil von Homo sapiens eigentlich auf diese Vernunft verzichtet und nichts anderes tut, außer seinen Sinnen zu frönen. Mit unserem abstrakten Denkvermögen können wir Pläne machen für Häuser, Maschinen, Computerprogramme. Und wir können diese koordiniert umsetzen und damit unsere Umwelt in einem Maße gestalten, die für die darunterliegenden Seinsformen vollkommen unvorstellbar ist. Der Antagonismus, also der Widerspruch, mit dem wir dafür leben müssen, ist, dass wir ein Stück weit vom biologischen Seinshintergrund dadurch abgekoppelt sind. So zivilisatorische Ausdrücke wie sich erden oder den Kopf in den Wolken haben, kommen aus diesem Abgekoppeltsein. Auch das Prinzip von Schuld gegenüber einer ethischen oder moralischen Maxime, einem Gesetz oder auch einer Gottheit. Wir sind, wie ihr alle wisst, mit sehr großer Effizienz dabei, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. All das sind Folgen davon, dass in uns zwar alle Atavismen der Psyche wirken, andererseits aber ein davon unabhängiger, vernünftiger Geist. Wir Menschen sind offenbar von Natur aus widersprüchliche Wesen und damit müssen wir in unserem Dasein wohl klarkommen. Ich glaube, wer diese Widersprüchlichkeit in sich selbst akzeptieren kann, der lebt insgesamt glücklicher. Unser Mentalbereich, der beginnt also bei einer Totalität 25. Und Burkhardt Heim sagte, der kann durchaus noch sehr, sehr viel weitergehen. Er hat nur gesagt, es gibt eine Grenze unterhalb von unendlich. Es ist leicht sich vorzustellen, dass die Totalität 25 Gegenstand der Reflexion auf einer Totalität 26 sein kann und so weiter. Wir haben hier aber keinen Eichmaßstab, den wir anlegen könnten, wie weit das gehen kann im menschlichen Dasein. Das würde sich vielleicht ändern, wenn wir beginnen, uns mit dem Gedanken anzufreunden, dass wir vielleicht nicht mit unseren 16 Kanälen die Krone der Schöpfung sind, sondern dass es einen weiteren Duplikationsschritt geben kann und Seinsformen, die über 32 solcher Steuerkanäle verfügen. Und das wäre dann etwas vollkommen anderes. Burkhardt Heim spekulierte darüber und er warnte gleichzeitig, das hat dann nichts mehr mit Menschen zu tun. Das wäre also keine besonders hochstehende Persönlichkeit, das wäre auch kein spiritueller Meister und auch kein Buddha. Das wäre etwas vollkommen anderes. Versuchen wir uns das mal vorzustellen. Unsere Schimpansen, unsere nächsten Verwandten, die haben 8 Steuerkanäle. Gegenüber denen unterscheiden wir uns durch 8 zusätzliche. Wir haben 16. Wie stark müssen wir uns dann unterscheiden von Seinsformen, die nochmal 16 zusätzliche Steuerkanäle haben? Insgesamt 32. Eins ist ganz sicher, das wäre kein Kontakt auf Augenhöhe.
Das wären Seinsformen, denen wir Menschen vielleicht sogar instinktiv Furcht gegenüber empfinden würden. So wie wenn ihr in der freien Wildbahn einem Reh begegnet. Das empfindet instinktiv Furcht vor euch. Vor dem Auto leider oft nicht, aber vor Menschen. Es kann sogar sein, dass wir Menschen davor ehrfürchtig niederknien würden, als wären das Gottheiten. Es kann durchaus sein, dass solche Seinsformen sich auf anderen Planeten im Universum entwickelt haben. Und die wären uns dann in ihrer Evolution Millionen Jahre voraus. Es kann sogar sein, dass sie auf die Erde kommen und wenn sie das machen, dann würden sie sich wahrscheinlich nicht besonders für uns interessieren. Auf jeden Fall würden sie nicht plötzlich vor dem Weißen Haus landen und sagen, hallo, da sind wir und hallo, wir reichen uns die Hand. Sie wären vielleicht ein bisschen neugierig, so wie wir aus rein zoologischen Gründen auf unsere Schimpansen neugierig sind, aber nichts anderes. Denn wenn die hierher kommen, wäre es denen übrigens ziemlich egal, ob unsere öffentlich-rechtlichen Fernsehprofessoren mit ihren maximal 16 Steuerkanälen sagen, ja, interstellares Reisen, das geht ja gar nicht, das dauert viel zu lange und UFOs und Außerirdische, das ist ja sowieso Quatsch. Nein, wir betreiben seit 200 Jahren Naturwissenschaften und wenn wir auch 200.000 Jahre Naturwissenschaften weiter betreiben, bestimmt werden wir niemals zu höheren Erkenntnissen gelangen, als die Weisheiten, die wir jetzt kräftig mit Löffeln bereits gefressen haben. Wenn ihr diesem Kanal schon eine Weile folgt, ihn vielleicht sogar abonniert habt, dann seid ihr längst auf einem höheren Stand, als dass ihr solch eine dünne Suppe noch auslöffeln würdet. In dieser Videoreihe geht es weiter mit den existenziellen Fragen des Menschseins und des Lebens, so wie Burkhard Heim sie gesehen hat. In 6 Dimensionen und in Farbe.